Tödlicher Kirmesunfall, Neuheiten bei Parks, Rides und Achterbahnen sowie ein Freizeitpark, der jetzt komplett geschlossen wird und vieles mehr jetzt in diesem News-Video. Und damit Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Ohne Ende Themen, ohne Ende spannende Dinge und ganz viel, über das wir wieder mal reden müssen in den Ride Review News. Und wir starten auch direkt durch und kommen zu einer Kirmesneuheit, beziehungsweise zwei Kirmesneuheiten, die dieses Jahr Premiere auf dem Hamburger Sommerdom feiern sollen. Unter anderem die Geisterbahn Halloween und es wird eine neue Reiseachterbahn in Deutschland geben. Haben wir schon mal angeteast und jetzt haben wir auch einen Namen und ein erstes Bild. Nordmann ist hier aber komplett noch ohne Dekoration abgebildet. Und dann sind mir viele Kommentare aufgefallen, wo einige Leute sich nicht vorstellen können, was das für eine Bahn ist, wie die fährt und was man sich darunter vorstellen kann. Und wir wären hier nicht beim Ride Review Video Magazin, wenn ich euch nicht komplett abholen würde und erklären würde, was für eine Achterbahn das ist. Und natürlich sind wir so einen Typ Coaster auch schon gefahren. Das ist der Spinning Coaster 5.0 von SBF Wiese aus Italien und als Reiseversion. Wir sind die Anlage auch bereits im Austin Park in Texas gefahren in den USA. Und puh, ist auf jeden Fall was anspruchsvoller. Es ist die Weiterentwicklung des Spinning Coasters in groß und extrem schnell. Und deswegen auch vielleicht hier und da etwas unangenehm. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt mit dem ganzen Re-Engineering ist bei SBF Visa. Auf jeden Fall wird es so eine Art Achterbahn und den Count werden wir uns so oder so holen, das ist ja klar. Und eventuell ist das ja auch wirklich was Cooles, anderes und auf jeden Fall was Neues, Frisches auf der Reise. Eine der krassesten Meldungen die letzten Tage war auf jeden Fall, dass Six Flags America geschlossen wird. Six Flags America ist ein relativ großer Freizeitpark in den USA, in Upper Marlboro im Bundesstaat Maryland, und Six Flags America sowie Hurricane Harbor werden beide geschlossen Ende des Jahres, beziehungsweise Hurricane Harbor etwas früher. Das ist der Wasserpark, der zum Six Flags America gehört, und die Tage sind für diesen Freizeitpark gezählt. Den haben wir auch schon mal besucht. Ich verlinke euch auch gerne hier unser Video dazu. Und ganz kurz abgeholt, wer den Park nicht kennt, das ist ein Freizeitpark mit 9 Achterbahnen, darunter ein Vekoma Flying Coaster, 2 Holzachterbahnen, Intermin Mega Coaster oder auch ein B&M ehemals Stand-Up Coaster, der jetzt ein Floorless Coaster ist. An sich aber war das jetzt nicht einer der besten Freizeitparkbesuche, die wir dort hatten, und ich habe auch noch nie irgendwie was Gutes aus Six Flags America gehört. Das ist aber jetzt nicht der Grund, warum man diesen Park abstößt. Letztes Jahr hat die Six Flags Gruppe mit der Cedar Fair Gruppe fusioniert und daraus wurde die Six Flags Corporation. Der Name Six Flags ist groß geblieben, die meisten Mitarbeiter kommen aber von Cedar Fair, und es gehört jetzt zur Strategie und Neuausrichtung von der Six Flags Corporation, unattraktive, nicht funktionierende Parks, die nicht ins Portfolio passen, abzustoßen, und man geht davon aus, auch sehr gewinnbringend diesen Park verkaufen zu können, um aber auch Löcher zu stopfen und aus dem Minus rauszukommen, in dem sich Six Flags befindet. Und da dieser Park verkauft wird, kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, denn neuer Eigentümer, neue Rides, das wäre ja konsequent und das Richtige, was man dann machen sollte. Und zum Beispiel könnte man bei Aufwind Rides hier in Deutschland etwas bestellen, von Dark Rides über Motion-Based Attraktionen, Media-Based Attraktion bis hin zum Waldwanderfahrt gibt es alles schlüsselfertig von Aufwind Rides, also schlüsselfertig wirklich von der Idee über Storytelling, das Ride-System selbst bis zur fertigen Thematisierung. Habt ihr hier auf dem Kanal schon öfter gesehen. Ich verlinke euch auch gerne nochmal die Seite von Aufwind Rides in der Videobeschreibung, und vielen Dank an Aufwind Rides fürs Sponsoren dieses Videos. Aber ich bin auch noch nicht ganz durch mit dem Thema Six Flags und Verkaufen, Kaufen, denn Six Flags möchte Six Flags Over Georgia quasi kaufen. Einfach ausgedrückt. Six Flags Over Georgia ist auch einer der Six Flags Parks, der aber nicht komplett im Eigentum der Six Flags Corporation ist, und es gibt den Plan, bis 2027 kompletter Eigentümer dieses Parks zu werden, beziehungsweise von Six Flags Over Georgia, Hurricane Harbor und Whitewater, die beiden Wasserparks noch, das alles im Großraum oder eigentlich rund um Atlanta. Und Six Flags selbst hat nur 31,5% inne von diesen 3 Parks und möchte bis spätestens zum 12. Januar 2027 die restlichen 68,5% dazu kaufen, erwerben. Dieses Eigentümergeflecht, was bis jetzt bestand mit mehreren Eigentümern, gibt es übrigens seit 1997. Und um sich da mal ein bisschen was vorzustellen, was es denn kostet für Six Flags, sich jetzt komplett die Rechte am mehr oder weniger eigenen Park zurückzukaufen. Es gibt grobe Schätzungen von 332,7
1,6 Millionen US-Dollar, die Six Flags dafür auf den Tisch legen muss, um kompletter Eigentümer von Six Flags Over Georgia, Hurricane Harbor und Whitewater zu werden. By the way, Six Flags Over Georgia, einer der besseren Six Flags Parks, verlinke ich euch auch gerne hier. Wir haben da sogar in 3,5 Stunden 10 Achterbahnen und 2 Dark Rides damals geschafft. Karls Erlebnisdörfer. Leute regen sich ja unglaublich gerne auf und dann nehme ich euch natürlich da auch mit. Vorneweg vielleicht dann nochmal, weil es gerade irgendwie aktuell über mehrere Kanäle nochmal hochgeschwemmt wurde, regen sich Leute stark über die Schilder auf, die vor jedem Karls Erlebnisdorf am Eingang hängen mit Ausländerfeinde müssen leider draußen bleiben. Weiß ich nicht, warum man sich darüber aufregt, aber man regt sich ja auch gerne über den Döner auf, den Erdbeerdöner, das Dönerkarussell, das ist ja auch ein absolutes Streitthema. Und beim nächsten Karls Erlebnisdorf, was gerade gebaut wird und final theoretisch diesen Monat noch aufmachen soll, in Lockstedt, wird es ein neues Themengebiet geben, einen neuen Themenbereich, und zwar das Pipi-Kaka-Land. Und ich glaube, das wird das nächste, wo Leute entsetzt sein werden. Es ist geplant, dort eine Riesenrutsche, ein Wurfspiel, Wasserspielplatz und Leckereien zum Runterspülen anzubieten. Sehr cool, freue ich mich drauf. Nach dem Bockwurstland zum Beispiel in Döbeln das nächste kuriose Thema, was bei Karls aufgegriffen wird und wo daraus Erlebnisse und Attraktionen geschaffen werden. Parks Peru. Eine Sache, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, ich aber jetzt trotzdem euch noch mal mit reinpacken wollte. Und zwar gibt es ab 2026 im französischen Parks Peru eine neue Achterbahn, und zwar Naruto. Naruto wird das Thema sein und man hat einen multi-gelaunchten Family Thrill Coaster von Zamperla bestellt mit 2 Reibrad-Launches und einem Vertical Rollback mit drin. Wir haben das Layout auch schon mal besprochen. Ich weiß nur nicht mehr, ob im Zusammenhang mit Naruto. Haben wir auf jeden Fall hier alles schon durchgearbeitet, aber nochmal ein kleines Update und euch nochmal abgeholt und ein Key Visual, was ihr euch jetzt auch angucken könnt, damit ihr euch noch ein bisschen mehr ein Bild machen könnt von dem, was im Parks Peru passiert, was übrigens auch ein sehr schöner Freizeitpark ist mit coolen Attraktionen. Lost Island Theme Park bekommt eine neue Achterbahn dieses Jahr und das Ganze ist noch ein sehr neuer, junger, frischer Freizeitpark in den USA, in Iowa. Die haben 2022 eröffnet und werden dieses Jahr von RMC Rocky Mountain Constructions einen Raptor Track eröffnen. Aber nicht wie zum Beispiel Joy im Walibi Holland, Review dazu gerne auch hier mal angucken und zuhören, sondern ein Stunt-Pilot-Klon, also die kleinen kompakten Raptor-Track von RMC. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Richtig coole Anlage und spannender, interessanter Park. Nicht nur wegen diesem Raptor-Track, sondern die haben bis jetzt 3 Achterbahnen und neben einem Wacky Worm und einem Vekoma SLC gibt es dort Fire Runner. Und Fire Runner stand vorher im schwedischen Liseberg als Kanonen und ist ein Intermin Hydraulic Launch Coaster und ist nach da verkauft worden und fährt jetzt da seine Runden. Wir hatten ja gerade das Thema, ich bin mir sehr sicher, einige Sachen schon in den News gehabt zu haben, und wenn oft geschrieben wird, ey, das hast du noch nicht gesagt, ist es meistens so, ja, das war im letzten News-Video, deswegen ist das auch immer ein bisschen schwierig, aber Hofis Erlebnispark, haben wir auch schon drüber gesprochen. Hier nochmal ein paar aktuelle frische Bilder, die veröffentlicht wurden, zu einem neuen Freizeitpark, der 2026 im März in Deutschland eröffnen möchte und auf den Bildern schon mal so ein bisschen anteast, welche Art von Attraktionen es geben könnte. Wieder zu neuen Achterbahnen, die schon eröffnet haben. Le Mer de Sable in Frankreich hat Wild Buffalo eröffnet. GCI Holzachterbahn, ganz viele Updates auch in den vergangenen News-Videos dazu hier gehabt. Und die Achterbahn läuft jetzt, ihr könnt dahin, ihr könnt die fahren und das ist eine von einigen neuen Achterbahnen im Großraum Paris, die dieses Jahr auf uns warten. Haben wir auch schon gezeigt, dass Parc Asterix einen Gerstlauer Spinning Coaster am Start hat, dass der Parc Jardin de Transmutation einen Gerstlauer Family Coaster am Start hat. Wild Buffalo ist am Start und Vinnoland wird noch einen Vekoma Junior Coaster eröffnen. Da ist auch schon Schienenschluss gefeiert worden. Fabian Blochberger, aka Fab Fox, kennt ihr hier auf dem Kanal schon aus dem Eiskreisler in Österreich. Dieser Freizeitpark mit Eis. Richtig geil. Habe ich auch hier nochmal ein Video, verlinke ich euch sehr gerne. Und der hat ja auch bei sich selbst im Park selber die Magic Show gespielt und war jetzt im deutschen Fernsehen bei RTL beim Supertalent und ist nach der Vorrunde direkt durchgebuzzert worden ins Finale und hat den 2. Platz im Finale beim deutschen Supertalent 2025 gemacht. Und damit herzlichen Glückwunsch und Gratulation. Das ist beides das Gleiche, aber sehr cool. Schade natürlich, dass nicht am Ende ganz
für den Sieg gereicht hat, aber krass direkt Vorrunde und okay, dann macht direkt Finale. Lass den Quatsch dazwischen einfach weg. Sehr, sehr cool und ja, der Freizeitpark-Zusammenhang und hier auf dem Kanal schon stattgefunden, also gehört das auch in die Ride Review News. Efteling. Unermüdlich gibt es im Freizeitpark Efteling immer wieder neue Sachen und wir haben bald ein neues Märchen im Efteling. Die Prinzessin auf der Erbse schläft auf einer Vielzahl von oder versucht auf einer Vielzahl von Matratzen zu schlafen. Ob das Ganze gelingt, sehen und hören Gäste ab dem 17. Mai diesen Jahres in Efteling im Märchenwald. Und hören bedeutet in dem Fall, das ist das erste gesungene Märchen im Efteling mit selbst komponierten Melodien aus der eigenen Composing-Abteilung vom Efteling. Und das neue Märchen, die Prinzessin auf der Erbse, entsteht zwischen den Märchen Der Trollkönig und dem Brunnen von Frau Holle. Im Hintergrund imposant das neue Efteling Grand Hotel. Also sehr schön, tolles Update und ein tolles Upgrade, vor allem für den Märchenwald und super cool, dass der auch am Leben gehalten wird und immer wieder was Neues bekommt. Immer wieder was Neues gibt es auch in Chessington World of Adventures. Da haben wir jetzt vor kurzem erst die Jumanji World euch gezeigt und die nächste Themenwelt mit einer IP wird nach Chessington kommen und zwar die Paw Patrol. Laut Chessington selbst UK's first and only Paw Patrol themed land. Weiß ich nicht, es gibt auf jeden Fall ein Nickelodeon Land in Blackpool, auch mit Paw Patrol, aber wenn es natürlich nur ein reines Paw Patrol Land ist, dann ist es wahrscheinlich UK's first and only. Und es wird 4 Attraktionen in diesem neuen Themenland geben, unter anderem ein Flying Bus, dann ein Balloon-Karussell und irgendwie eine Art von einer Whip, was man auf den Artworks und Bildern schon erkennen kann, sowie als 4. auch eine neue Achterbahn aus der Kategorie My First Roller Coaster. Es wird noch nicht verraten, von wem und was da genau kommt. Wenn man sich dieses Artwork Key Visual anguckt, kann man natürlich sich schon irgendwie denken, in welche Richtung von Achterbahn es dann gehen wird. Das auf jeden Fall geplant für 2026 und immer wieder was Neues bedeutet auch 2027 in Chessington eine weitere neue Achterbahn und zwar zum Thema Minecraft. Mehr ist noch nicht verraten. Ich habe immer noch Angst, dass dann einfach die wilde Maus eingehaust wird, weil das Ganze auch ein Indoor-Coaster werden soll. Aber angeblich wird eine neue Achterbahn mit dem Minecraft-Thema 2027 nach Chessington World of Adventures kommen. Reden wir aber dann drüber, wenn es soweit ist. Ihr wisst, Kanal abonnieren und so. Das habt ihr aber alle schon gemacht, wenn ihr nicht komplett verrückt seid und das verpasst habt bisher. Gröna Lund, ein Freizeitpark in Schweden, den wir auch schon öfter gezeigt haben, haben einen neuen Flatride und zwar Pumpen. Und Pumpen wurde geliefert von RAS Rides, Ride Engineers Switzerland Rides und ist ein sogenannter Super Swing M20 und der zweite weltweit überhaupt, der ausgeliefert wurde, aber für Gröna Lund noch mal ein bisschen angepasst wurde. Die Erstauslieferung gibt es im Deutschen Freizeitpark Edelwies und in Gröna Lund gibt es unter anderem die Möglichkeit, per Knopfdruck die Varianten zu wechseln und zwar zwischen einer Airtime-lastigen, familientauglichen Fahrt und dann vielleicht zu gewissen Uhrzeiten zu einer aufregenden Thrillfahrt, um das Ganze adrenalinreicher zu gestalten. Das auf jeden Fall Pumpen in Gröna Lund. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, immer wieder neue Attraktionen in diesem Park zu fummeln. Einer der besondersten, außergewöhnlichsten und schönsten Freizeitparks der Welt auf jeden Fall. Diesen Monat ist es soweit und Universals Epic Universe wird eröffnen. Der mit Sehnsucht erwartete aufregendste und verrückteste Freizeitpark zu Beginn direkt. Die haben einen komplett neuen Freizeitpark geschaffen in Orlando, Florida. Und das ist der 4. Freizeitpark von Universal in Orlando. Es gibt die Universal Studios, Universal Islands of Adventure und Universal Volcano Bay. Und jetzt gibt es dann auch noch Universal Epic Universe. Der Park eröffnet am 22. Mai ganz normal, offiziell, regulär. Bis jetzt waren ganz viele Leute schon da zum Trainieren. Freunde, Familien, eingeladene Pre-Opening-Gäste und so weiter und so fort. Ab 22. Mai ist dann ganz normal geöffnet und Universal hat jetzt die Öffnungszeiten bekannt gegeben und von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends wird der Park geöffnet sein am 22. Mai. Witzigerweise die Islands of Adventure eine Stunde länger als einziger Park und nicht Epic, der da neu und ja, sehnsüchtig erwartet ist. Kirmes in der Schweiz, ein Thema, was wir nicht so oft haben, aber in Suppingen, ich weiß nicht, ob man das, wie man das ausspricht, da müsste man wahrscheinlich durch ein Funkgerät sprechen,
ist ein Autoscooter durch einen Brand komplett zerstört worden und man geht von einem Schaden von mehreren 100.000 Franken aus. Die Anlage war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Betrieb. Dennoch werden Zeugen gesucht, die etwas gesehen haben. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Tage wieder her, wenn ihr das Ganze seht. Und die konkrete Brandursache wird aktuell auch noch ermittelt. Und wenn wir schon bei schlechten Nachrichten von Kirmesplätzen sind, müssen wir auch nach Bremen auf die Osterwiese gucken. Die Bremer Osterwiesen sind vorbei und beim Abbau kam es vom Abbau des Riesenrades zu einem schweren Unfall. Und ein 49-jähriger Mitarbeiter ist beim Abbau vom Riesenrad gestürzt und wurde so schwer verletzt, dass er auch direkt verstorben ist. Die Ermittlungen laufen jetzt, wie es dazu kommen konnte. Die Kriminalpolizei ist damit im Einsatz. Seelsorger waren mit vor Ort, um die Angestellten, Augenzeugen und Mitarbeiter zu betreuen. Und das wird jetzt ermittelt und geklärt, wie es dazu kommen konnte, dass der 49-jährige Mitarbeiter abgestürzt ist und dann an Ort und Stelle auch noch verstorben ist. Und abschließend, damit ich euch jetzt nicht in den Arm schicke mit nur negativen Gedanken, nochmal was Positives und eine Kirmesneuheit aus Paderborn. Schaustellerbetriebe Bethel-Thelen haben einen kleinen Teaser rausgehauen, eine kleine Story zu einer Neuheit für 2026 und zwar ein Unikat für Deutschland. Was es wird, ich habe keine Ahnung. Was denkt ihr? Im Text spricht man ja auch ein bisschen von Pendeln und da wird es schon schwierig. Was ist ein Unikat für Deutschland? Da gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten bin ich gespannt, wann wir ein bisschen mehr über die Legende des Hypnotizers hier sprechen können. Bis dahin verweise ich gerne an dieses Video. Wir haben nämlich Jekyll und Hyde, ebenfalls von Bethel-Thelen, beim Aufbau einmal begleitet und uns zeigen und erklären lassen, wie ein KMG Speed aufgebaut wird. Und mit dem Video geht es jetzt für euch weiter und ansonsten war es das von mir hier an dieser Stelle mit den Ride Review News für dieses Video und für heute und überhaupt. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr mit einem neuen Freizeitpark, den wir noch nie hier gezeigt haben, den die meisten vielleicht noch gar nicht kennen und das in Deutschland.